Rating, mit Anka Zink, mit Hans-Werner Olm, mit dem langjährigen SPD-Mitglied Ingo Appelt und mit Kay Ray. Jetzt. Einen wunderschönen Abend. Freue mich sehr, dass Sie reinschauen. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, ganz egal, ob Regierung oder Opposition. Das, was die da in Berlin im Augenblick machen. Die Frage bleibt immer die gleiche. Ist das Kunst oder kann das schon weg? Darüber wollen wir reden mit bekanntermaßen respektlosen politischen Beobachtern. Wenn man von einem Künstler sagt, er sei sowas wie ein kabarettistisches Urgestein, dann muss man ganz schnell dazu sagen, dass es sich um sehr junges Gestein handelt, das allerdings schon jede Menge politische Verwerfungen gesehen hat. Er sagt von sich: Ich bin in einer komplett humorlosen Familie aufgewachsen. Vielleicht ist es ihm deshalb so wichtig, dass die Leute mit, Zitat, erweitertem Bewusstsein und nasser Hose aus seinem Programm kommen. Das trägt den schönen Titel Aufwärts. Herzlich willkommen, Arnulf Rating. Hallo. Ja. Früher sagten Männer zu ihren Frauen: Pass auf, Kleines, ich rede nicht so viel. Wenn ich mit dem Finger schnippe, dann kommst du. Heute sagen die Frauen zu ihren Männern: Ich rede auch nicht viel. Wenn ich mit dem Kopf schüttel, komme ich nicht. So wunderbar analysiert Hans-Werner Olm die nach wie vor angespannte Situation zwischen Frauen und Männern. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Apropos sexy ist was anderes, heißt Ihr aktuelles Programm, in dem es neben Politik auch um die schöne neue Cyberwelt geht. Zitat: Menschen, die im Internet Partner suchen, haben erwiesenermaßen häufiger Geschlechtskrankheiten. Mit anderen Worten, die suchen nicht nur eine benutzerfreundliche Oberfläche, sondern auch Damen, die dem Benutzer die Anwendung dieser Oberfläche gestatten. Herzlich willkommen, Anka Zink. Das einzig Gute an Ingo Appelt ist die Mitgliedschaft in der SPD, schrieb einst eine Zeitung über ihn. Plötzlich aber zeigt der Mann, der einst El Cravallo war, wie viel Ahnung er auch von Politik hat und moderiert mit Heiner Bremer eine politische Talkshow bei NTV. Dabei ist er nach eigenen Angaben für die ernsten Inhalte zuständig, weil Heiner die Witze macht. Herzlich willkommen, Ingo Appelt. Schönen guten Abend, hallo. Ja. Amerika ist toll, sagt unser nächster Gast. Da kann man sogar aus einem armen schwarzen Mann eine reiche weiße Frau machen, nämlich Michael Jackson. Ganz langsam und beharrlich hat sich der Vater dieses Witzes nach oben gearbeitet und nebenbei privat eine ganze Reihe von spannenden Wendungen hingelegt. Nach 15 Jahren Beziehung zu einem Mann liebt er jetzt eine Frau und wird demnächst Papa. Herzlich willkommen, Kay Ray. Und last not least begrüßen wir eine Besucherin aus Österreich, die dieser Tage eine vielgefragte Gesprächspartnerin ist, weil sie viel davon erzählen kann, was hohe Medienpräsenz mit einem selbst, aber auch mit Familie und privatem Glück macht. Die meisten nennen sie Mausi, wir nennen sie Christina Lugner und heißen Sie sehr herzlich willkommen. Frage in die Runde. Der Dschungel ist in aller Munde. Du sagtest vorhin, am besten machen wir die ganze Sendung einfach darüber. Was ist das? Ist das Comedy? Ist das Gaga-TV? Ist das Trash? Ist das Kunst? Was ist es? Wahrscheinlich einfach eine neue Form von Bürgerbewegung. Das ist nach Stuttgart 21 ist quasi der Dschungel jetzt die Bürgerbewegung. Das ist das, was wir wollen. Wir haben Sarah, ist jetzt raus. Ja. Die Westerwelle des Dschungelcamps ist raus. Schade, dass wir Westerwelle nicht so schnell rausgekriegt haben. Aber naja, wir arbeiten dran. Blond und doof zieht auch noch. Man kann es nicht. Guckst du das? Ich hab mich ehrlich gesagt jahrelang geweigert. Ich habe immer darauf gewartet, dass die anrufen. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Aber ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ja, eigentlich eher ein gutes Zeichen. Also solange man es nicht wirklich nötig hat, ist schon ganz gut. Aber ich glaube, das ändert sich auch. Also ich glaube, der Boden ist da bereitet, dass auch demnächst dann eben auch Prominentere da reingehen. Also Kakerlakenfresser. Also ich komme auch nicht drum rum, durch jeden Keller zu robben und jede Insekte am Geschmack abzufragen. Also ich bin schon dabei, mich vorzubereiten. Würdest du da reingehen?
das Blöde ist, wenn man davor sitzt. Also ich habe das erste Mal jetzt Freitag geguckt, weil meine Tochter 14 sagt, ich will das gucken. Und ich habe gesagt, nee, ich gucke das nicht. Aber wir können es nebenbei laufen lassen, spielen Karten dabei. Mir sind die Karten aus der Hand gefallen und ich bin so hängen geblieben. Und habe mir dieses Drama da angeguckt und habe gesagt, boah, ist das genial. Das ist wirklich so ein Plot wie in einem Horrorfilm. Also immer erwischt's einen. Und also früher war das immer so höher, schneller, weiter. Das muss gefährlich sein. Jetzt fressen sie halt Tiere und Ratten, die wahrscheinlich keine Zähne haben, Schlangen, die nicht giftig sind. Aber Millionen von Frauen sagen, und es ist einfach sensationell. Und immer verschwindet einer. Und es geht nie darum, wer toll ist, sondern es geht darum, wer ist das größte Arschloch und der bleibt. Und das ist wirklich toll. Das hat was. Hans-Werner, schaust du das? Ja, mit Begeisterung muss ich sagen. Also jeden Abend schaue ich mir das an, weil es da auch besseres Essen gibt als das, was wir gerade auf den Tisch kriegen. Ja? Da ist was dran. Ja, auf jeden Fall eiweißhaltig das ganze Zeug. Kein Dioxin. Und, kein Dioxin und es sieht auch gut aus, muss ich sagen. Schön dekoriert das ganze Zeug. So ein Krokodilpenis hat was. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich muss sagen, ich sehe es sehr gerne und bin auch begeistert und würde mich auch als Nächsten zur Verfügung stellen. Weil da geht man ja eigentlich auch nur hin, um seine Karriere anständig zu beenden, sage ich mal. Was sagt die politische Kabarettistin und Beobachterin Anka Zick dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich hätte mal eine Frage an Frau Lugner. Darf ich mal? Bitte, nur zu. Findet das eigentlich in Australien statt? Ja, ja, es findet im tiefsten australischen Dschungel statt. Es ist wirklich unfassbar, wie wir das dort erlebt haben. Man ist wirklich auf sich alleine dort gestellt. Und zu dir, Ingo, weil du gesagt hast, man wird irgendwie doch in den Bann gezogen. Ja, es ist ein gewisser Voyeurismus, den wir alle irgendwie verfallen sind. Wir alle wollen durch die Schlüssellöcher der anderen schauen, was denn dort so abgeht. Und genau das ist das Faszinierende, ganz einfach. Aber sind keine Türen, ne? Insofern mit den Schlüssellöchern wird das schwierig. Dort sind keine Türen. Das aber stimmt grundsätzlich, leider. wenn Sie sagen, Sie sind da Plus. völlig auf sich allein gestellt. Ich habe das mal beobachtenderweise aus allernächster Nähe gesehen. Also ich sag mal, der Zaun des nächsten Bauernhauses ist schon sichtbar. Dort, das ja, siehst du gar nichts. Das ist ja gut, weil am Busch davor gestellt ist. Und das ist im tiefsten Dschungel. Da wirst du mit dem Helikopter, sind wir hingeschattelt worden, ich glaube 2 Stunden oder was, im tiefsten Dschungel. Und von dort mussten wir dann weiter noch einen Fußmarsch hinlegen von, ich glaube jetzt einmal 4 Stunden oder was, einen See überqueren. Ja, Frau Lugner, aber Sie sind im Kreis gelaufen, Frau Lugner. Haben Sie das nicht gemerkt? Ja, Aber man darf ja nicht vergessen, Australien besteht ja gar nicht aus Dschungel, sondern aus Wüste. Da gibt's ja gar nichts. Nee, das haben die es da gibt schon diesen aufgebaut, das haben die da Also wir werden jetzt aufgebaut. Ingo im Dschungel schicken das nächste Mal. Ich werde jetzt für dich einmal voten dort. Meinst du? Ja, dass ich natürlich, da dass dich einmal reinschicken. Ja, rufen Sie an, jetzt für Ingo Appelt. Wählen Sie die 10. Jetzt. Ist, dass diese Stars, die sich normalerweise kontrollieren in der Talkshow, man versucht gut auszusehen, verlieren sich ja in diesem ganzen Camp. Und da kommen die wahren Charakterzüge durch und so. Und das finde ich sehr interessant. Und genau das ist ja das Gute dran, weil jeder Schauspieler ja in gewisser Weise, es sind ja auch einige Schauspieler drinnen, jetzt zum Beispiel Mathieu Kathi Carrière oder so. Mathieu, genau. Aber irgendwann verliert man dann auch einmal, ja, Die Maske. möglicherweise die Maske. Ja? Irgendwann verliert sich das ganz einfach einmal. Man vergisst das Aber dann permanent, die kommen Kameras Dinge mitlaufen. zutage, die man möglicherweise nie sehen wollte, Frau Lugner. Verstehen Sie? Möglicherweise. Ja, oder Ja. gerade deshalb. Ja. Also was habe ich schon alles ins Internet gestellt? Ich schmeiß mich nackt in Overrad in die Gosse. Ja, ich pöbel Leute an. Kein RTL-Team. Er Das ist tanzt das mit Letzte. Trikots, die sowas von eng sind, ja, sowas von knackarsch eng sind. Das geht man bis heute nicht mehr aus dem Es gibt so ein herrliches Zitat von Hans-Werner Olm. Man kann heute noch nicht mal mehr in Ruhe verwahrlosen. Verwahrlosen, ja. Zack, schickt der RTL gleich ein Team von Lebensberatern auf den Hals. Ne? Das ist ja das Problem. Also ich versuche ja, ich räume meine Wohnung auch nur noch deshalb auf, damit nicht plötzlich ein Team mit blauen Säcken bei mir klingelt. Ne? Das ist einfach so. Aber das ist ja diese ganze Coaching-Nummer, die im Augenblick auch läuft. Das wäre ein anderes Thema sehr wahrscheinlich. Lebensberatung im weitesten Sinne. Und dafür sind wir ja auch zuständig, den Leuten ein bisschen zu Ja, helfen. immer mehr. Also früher war man eher so im Unterhaltungsbereich unterwegs. Aber dieser also sieht man, Eckhard von Hirschhausen erzählt uns Ja. was vom Glück. Und Dieter Nuhr sagt, wir müssen intelligenter werden. Der nächste kommt mit Physik um die Ecke. Ja. Also es ist einfach, also Lebensberatung, Hundeerziehung, Kindererziehung. Also man hat so das Gefühl, wir können nichts mehr. Wir sind zu blöd zum Kochen. Wir sind zu blöd, morgens aufzustehen. Und wir müssen uns im Fernsehen angucken, wie es geht. Es ist wirklich Aber traurig. es ist so.
Verstehst du? Es ist so. Also deswegen haben die eine Berechtigung, diese Sendung. Ich wollte gerade sagen. Das ist das, was ich auch Ich kann ja auch nichts mehr. Aber ob es hilft, ist eine andere Sache. Entschuldigung, wenn es hilft. Ich zum Beispiel Ernährungsbuch, wie ernähre ich mich richtig? Da war in der Bücherei so eine Frau, deren Unterleib nur durch so eine Spandexhose vor der Detonation bewahrt wurde. Ja? Das sah so aus, als wenn man 2 Zentnerinnen Molchiner Leggings geschmuggelt hätte, nicht? Und die regt sich darüber auf, das Buch Schlank im Schlaf von den Detlef Pappe, das taucht überhaupt nicht. Ich will mein Geld zurück. Ja, wie soll denn für die in dem Buch Schlank im Schlaf was dabei sein? Da muss sie doch, was weiß ich, wie lange soll die pennen, ja? Das ist jetzt 12 Jahre Wachkoma. Ich habe bei dieser ganzen Dschungelsache folgendes Problem. Da ich herausbekommen habe, dass eigentlich fast jede Sendung geskriptet wird, wie man so schön sagt, und fast nichts echt ist, könnte ich mir denken, dass also dieses Dschungelcamp irgendwo in so einem Gartencenter in Pinneberg gedreht wird. Und ich weiß, was es heißt, auf engstem Raume so eingesperrt zu sein. Also ich habe ja jahrelang, man vermutet das bestimmt auch, Travestie-Shows gemacht. Und diese Garderobe, also Tunden werden nicht älter, die werden gehässiger, sterben keines natürlichen Todes, die werden gesprengt zum Schluss. Also das ist da sehr eng und sehr böse zusammen. Und insofern, also ich weiß jetzt nicht, ob der Dschungel das Gefährlichste ist, was es da gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel zum Bundestag guckt, der Bundestag, ich möchte die jetzt nicht 24 Stunden beobachten. Also 24 Stunden, das könnte Das führt uns direkt zu Arnold Rating. Was sagt der politische Beobachter Rating dazu? Naja, wenn der Bundestag so aufgebaut wäre, dass sie da Kakerlaken essen durften, dann fände ich das auch interessant. Da würde man auch sicher Finden gerne Sie das eine angemessene Form der Bestrafung? Müssen sie ja schlucken, so ist es nicht. Ja, da tun sie ja nicht, Die machen sich aus dem Staub oder entlassen dann die gar nichts gemacht haben. Also ich glaube, das Dschungelthema ist einfach ein riesiges Rentenproblem bei Künstlern. Also das... Dass die im hohen Alter dann auch anschaffen gehen müssen, also die Jakobs ist das da solo, also dass der Pudel nicht mehr abgeworfen hat in der ganzen Laufbahn. Und da muss man wirklich sagen, man könnte die auch so unterstützen, muss denn nicht zum Alter noch Kakerlaken zu essen geben. Also das Interessante ist, dass wir dann einen politischen Skandal haben, so mit der Gorch Fock, und Gutenberg muss sich da irgendwie rechtfertigen, was für schlimme Zustände bei der Bundeswehr sind. Also da wird dann ein Riesentheater. Wenn die an der Kamera aufgestellt hätten und das Ganze quasi ins Fernsehen gebracht hätten, wäre es ja wieder okay gewesen. Also wir sind gegen Folter, wir sind gegen Krieg, gucken sie dann aber auf der anderen Seite den Dschungel an. Das ist schon irgendwie... Frau Zink. Da möchte ich gerne einhaken. Das ist das Gute am Dschungel, weil der Dschungel ist so, wie sich unsere Bundeswehr den Krieg vorgestellt hat. Ja, genau. Also das heißt, dass sozusagen es am Ende nicht so schlimm ist und dass die Konsequenz nicht da ist. Und was jetzt diese ganzen Ekelfaktoren, ich meine, diese schlimmen Dinge, die man alle machen muss mit den Tieren und so, das sind ja immer die Tiere, ja. Das ist das Einzige, wo ich wirklich jetzt mal, es tut mir immer leid um die Tiere. Ich meine, was hat so eine Kakerlake jemand getan, dass sie auf Sarah rumkrabbeln muss? Auf Sarah rumkrabbeln muss. Das ist in den Mund gesteckt wird. Ja, in den Mund gesteckt und so weiter. Als sie ein paar Nadeln gegessen hat. Ja, sie hat gesagt, sie hat sie gekillt. Ja, also so gesehen. Ja, aber was auch interessant ist, ist, wie viele Spontan-Vegetarier da plötzlich unterwegs sind. Das ist auch interessant. Also da ich bin erinnere ich gerade auch noch an letzte Stunde war ich noch Fleischesser, eine Stunde später. später, bin Vegetarier, hab's mir überlegt. Ja, ja. Aber dafür haben wir ja auch den Dioxinskandal. Also das ist ja auch so schön. Das habe ich dann ja auch mitgekriegt. Auf einmal die Schweine vergiftet. Alles als Versorgung. Da habe ich auch erstmal 20 Zigaretten rauchen müssen, weil ich mir solche Sorgen um meine Gesundheit gemacht habe. Da muss ich echt sagen, das ist ja auch Wahnsinn. Andererseits habe ich nichts gegen Gift im Essen oder gegen das ganze Zeug im Essen, weil ich habe mal mit 500 Gramm Schweinehack eine Halsentzündung weggekriegt. Ja, wie Antibiotika, ja? Wie hast du das Es geht um Antibiotika. Ich habe es gegessen und es war weg. Ja. Von daher glaube ich, ist das gar nicht so schlimm. Ich glaube das auch, dass man mit einer gewissen Menge Schnitzel kann man Halsentzündungen Oder bekämpfen. man kriegt auch Brüste. Das geht auch sehr schön. Also ich merke das schon. Wie viel Schweinefleisch ist. Also wir haben ja zusammen getanzt. Ich als Britney Spears. Die Brüste waren echt. Ich hätte eigentlich das hätte ich erst mal sagen sollen. Also die jetzt da gerade an ihren Brüsten zugrunde gegangen ist. Das ist ja auch so eine Sache. Was ich interessant finde, ist im Dschungelcamp, das ist, man sieht so viel Wellfleisch. Also man kann sich dann ja auch... Mit dem Wellfleisch? Also es ist so, es hängt so viel. Ja. Und, ja, da ist schon eine Menge. Ne? Und
Das hat ja was von visionär. Aber stört das Ihr ästhetisches Empfinden? Also ab und an ja. Also Ja. ich meine, wir sind ja in so einem Schönheitswahn. Siehst du auch so aus. Ja, das finde ich auch gut, das ist auch in Ordnung. Aber Ingrid, da man kann man merkt sich drauf schon einstellen. Ich sage ja nicht, das ist immerhin. furchtbar. Man kann sich schon mal drauf einstellen. Das ist ja das Tolle. Aber dafür muss ich ja nicht in den Dschungel gucken, da kann ich nach Fuerteventura an den Strand gehen. Da sehe ich ja auch diese ganz... Wir haben gerade Dioxin fallen lassen als Stichwort. Genau. Hans-Werner Da hätte ich so einen verarbeitet kleinen es. Beitrag. Ich verarbeite das ja intellektuell dann Ja. in kleine Lieder und so weiter. Vielleicht ein Lied zum Mitsingen. Sie müssten am Ende singen, aber bitte mit Schwarte. Das schaffen Sie, ja? Aber mit Schwarte. Sie treffen sich täglich um 3:45. Ah, oh yeah. Bei Pommes und Bratwurst, Buletten und Bier. Ah, oh yeah. Der Bauer versorgt sie mit Leber und Lungen, mit Gammelgeköse und Schweinezungen. Sie fressen ihm alles komplett von der Karte. Bababab, aber bitte mit Schwarte. Na bitte, das führt doch zu was, das man gemeinsam. Skandal. Im Dschungel sind die Tiere wirklich bio. Also da gibt es Ja. nichts mit Dioxin verseuchtes Die Fleisch Tiere, oder sonst was. aber die Tiere, Total Frau bio. Lügner, aus Thailand halt. ja, die Tiere sind sehr bio, die anderen Insassen weniger. Naja. Der Mensch isst immer mehr Bio. Ja. Ja, der Mensch isst immer mehr Bio, weil er selber immer weniger Bio isst. Also, das heißt, wir haben ja so viele Teile in uns, die nicht Bio sind, ja? Also, Ja. wir haben, jetzt zählen wir doch mal durch, gefärbte Haare, falsche Zähne, vergessene Nägelchen vom Skiunfall, Fingernägel, die mit 2 Komponentenkleber angeklebt sind und Sternchen drauf haben. Ja, künstliche Silikonpölzerchen. Ja, aber das habe ja ich künstliche nicht. Das sind ja alles die Mädchen, die das machen. Wir Männer, was Wie, haben wir du denn? hast das nicht? Nee, Ja, ich aber habe du- weder wir angeklebte wollten ja Fingernägel, ich implantiere auch kaum was. Der Bauch ist echt. Ja, der ist echt. Herr Rating, ist der Dschungel in Ihrem Programm auch ein Thema? Also müssen Sie sich als ernstzunehmender politischer Beobachter auch mit dem Dschungel beschäftigen? Naja, als Vision von unserer Gesellschaft. Also, Was sagt Ihnen der Dschungel über uns? ja, Über uns alle? dass wir in einem Dschungel leben und Kakerlaken zu essen kriegen. Also das ist eine Zukunftsvision und das bei all den vielen Kochsendungen. Das ist schon sehr erstaunlich. Das ist in der Tat Ja, aber ein Widerspruch. Ich sage jetzt mal so, als Krustentier ist die Kakerlake, sage ich ja mal, vom Scampi nicht weit entfernt. Nee, eben, das ist also ja der ist, ja doch, der ist größer, okay, aber... Das Silberfischchen ist auch sehr nah dran. Ja. Proteinreich, eiweißreich, absolut. auf jeden Fall sehr, sehr gesund. Überhaupt keine Frage, aber ich wage ja immer noch zu behaupten, dass der Pudel von Jakob Sister wahrscheinlich besser angekommen wäre als sie selber. Also ich bin überzeugt davon, dass der Pudel sicherlich wesentlich länger drinnen gewesen wäre. Ja. Wenn sie nicht gegessen hätten. Und wenn er gebissen hätte vor allem. Wenn sie nicht gegessen Ja, also hätten. das, Wenn er sich gewehrt hätte. ja, aber das Interessante ist, was sagt, also wenn ich gewohnt bin, also so zu wählen, also was macht das mit meinem demokratischen Verständnis? Also wie gesagt, Politiker wähle ich alle 4 Jahre oder ich wähle ja auch was Positives. Also ich verhalte mich ja normalerweise so, dass ich sage, ich fördere den ich gut finde. Und bei diesem Dschungel drehe ich das komplett um. Ich schmeiß raus. Also ich möchte den Zickenkrieg da haben. Ich möchte, dass es knallt. Ich möchte, also gerade diejenigen, die am schlimmsten sind, bleiben am längsten dabei. Und was kommt dann dabei? Wer wird Dschungelkönig? Costa Cordalis, Ross Anthony, dann haben wir van Bergen, Desiree Nick. und Desiree Nick, also eine Tucke, 2 Frauen. Und was ist Costa Cordalis? Egal. Aber es ist Aber dieses, interessant. aber Herr Rating, dieses Prinzip, Entschuldigung. Das ist in der Tat eine Anregung für die Demokratie, dass man zum Beispiel Politiker aus der Regierung rauswählen könnte. Das wäre doch ein schöner Also Mechanismus. Guido Westerwelle zum Beispiel, der wäre ja dann sicher dran gewesen. Also der Eben nicht. Weil er so schön nervt. Ne? Wenn man sagt, der macht sie doch alle fertig. Die einzige, die Er Ehe müsste freiwillig rausgehen, das will er nicht. das will er nicht. Ich behaupte ja sowieso immer, dass der gar nicht schwul ist, denn sähe der besser aus. Also der ist mit Sicherheit nicht schwul. Wie würde sich denn, Herr Rating, wie würde sich denn Politik verändern, wenn man die einfach rauswählen könnte? Ja, die würden sich dann mehr zusammennehmen. Ist natürlich die Frage, was nach dem Rauswählen passiert. Wir haben das ja häufig, dass Politiker rausgewählt werden. Die werden dann aber sehr gut bezahlt. Die müssen nicht in Dschungelshow Kakerlaken essen. Also, Ja, aber wie gesagt, das wünsche ich mir. genau die Umkehrung ist, also das auf der einen Seite das Promilleben, also es wird immer transparenter, immer öffentlicher, immer privater, während wir von der Politik nichts mehr erfahren. Also was Merkel da ja immer macht, ist Politik in kleinen Räumen. Das wird alles, es wird nur noch verkündet. Sie sagt ja selber repräsentative Politik, also es wird nur noch dargestellt. Sie ist gar nicht Es geht mehr um echt. Verkaufe. Es geht nur noch ums Verkaufen.
verkaufen und wenn es nicht gut läuft, dann haben wir es schlecht verkauft. Also wir kriegen das also gar nicht mehr wirklich mit, es interessiert. Und wenn man dann mal mitkriegt, was bei der Bundeswehr passiert, dann ist es uns peinlich. Also es ist alles irgendwie sehr, sehr komisch. Also was wir auf der einen Seite erleben, diese völlige Öffnung, dieses Perverse ins Private reingehen und auf der anderen Seite eine Politik zu haben, von der wir gar nichts mehr wissen, auch nichts mehr wissen wollen. Also das interessiert uns ja gar nicht mehr. Politiker sind schlechte Verkäufer im Großen. Also Schröder war ein toller Verkäufer von euch. Also Schröder war von euch der tollste Verkäufer, den ich je gesehen habe als Deswegen Politiker. ist er ja auch dabei geblieben. Ne? Der ist ja der erste Politiker, der diesen Wandel gemacht hat. Also direkt vom politischen Leben in den Außendienst und jetzt als Außendienstmitarbeiter für Gazprom unterwegs ist. Nee, also da ist eine ganz... Schröder ist aber anders. Also Schröder hat noch gar nicht begriffen, dass er abgewählt ist. Er läuft immer noch, ich habe nur mal ein Bier geholt. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Ne, der macht ja das genau weiter. Und jetzt, diesmal kriegt er Geld dafür. Das ist gut. Aber bei Schröder, irgendjemand hat mal das Gerücht geäußert, Schröder hätte man nicht wählen sollen, weil können sich 3 Frauen irren. Also das ist schon mal das eine, der hat 3 Frauen gehabt. Nicht? Und, Wahrscheinlich mehr als 3. Wenn man drüber nachdenkt. Die Merkel ist, also es gibt ja immer, das Interessante ist, wenn man über Politik spricht, wenn man über die Merkel redet, kriegt man immer böse Blicke, weil man da nicht mehr drüber lästern soll, weil wie sie so aussieht und so. Darf man nicht. Das ist ja, ich finde immer, solange die so aussieht, wie sie aussieht, kann man da auch noch... Aber das ist doch eigentlich genau das, was du gerade beklagst, dass wir uns sozusagen an Äußerlichkeiten festhalten und alles an Äußerlichkeiten festmachen. Äußerlichkeiten habe ich ja gar nicht. Und um die Inhalte geht's dann eigentlich gar nicht mehr. Man muss schon Inhalte auch über Persönlichkeiten verkaufen. Also Inhalt und Person, das muss schon noch irgendwie stimmen. Die Frage ist natürlich nur gerade Politik, was haben die noch zu melden? Die Absäcke. Nee, die sitzen ja wirklich da und warum? Weil sie Apfelmänner sozusagen der Lobbyisten der Industrie sind? Die haben kein Geld, die können nichts verteilen, sie haben keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Ich meine, ist doch so, wenn du jemanden hast, also wenn deine Tochter prostituiert ist, hast du mehr Anerkennung, als wenn dein Sohn Politiker geworden ist. Das ist mittlerweile, es ist wirklich so, also Politiker ist kein ansehnlicher Job. Das ist irgendwie so etwas, wo man sagt, aus der Not geboren. Hätte er nichts Vernünftiges machen können. Deswegen ist natürlich die Qualität von Politikern auch sehr schlecht. Ich kann nicht erwarten, dass Politiker ist sie das tatsächlich? Also so dieses Politiker-Bashing, das kommt ja immer sehr, sehr schnell, Arnulf Frating. Ist die Qualität unserer Politiker so bedauernswert? Ja, teilweise sehr gut. Mich interessieren ja immer die Skandale, wenn sie vorbei sind. Also jetzt reden alle über Dioxineier. Wir hatten vor 3 Jahren dieses Gammelfleisch. Und da ist Herr Seehofer im Fernsehen aufgetreten und hat gesagt, wir müssen das jetzt verhindern, wir müssen das Fleisch einfärben. Und das hat er durchgesetzt. Das ist eingefärbt. Jetzt ist es so, angemalt, oder wie? Ja, dass das nicht im normalen Essen verschwindet. Also dieses Gammelfleisch. Also, damit wir das nicht essen. Damit wir wissen, Achtung. Das hat er durchgesetzt. Bloß die Farbe, die verwenden, ist farblos. Sehr schön. Also, ja. Politiker haben ja immer das Problem, sie müssen für irgendwelche Leute, die ihnen die Wahlkämpfe bezahlen, handeln. Sie denken jetzt also wenn man ein Hotel hat und für 1 Million und so. Und auf der anderen Seite müssen sie von denen, die davon eigentlich betroffen sind, gewählt werden. Und das ist der Spagat. Und da sind manche nicht schlecht, das muss man sagen. Wie bewerten Sie das Krisenmanagement von Karl Theodor zu Guttenberg im Augenblick in Bezug auf die Zustände oder die Vorkommnisse rund um die Gorch-Fock? Er tut immer so ahnungslos. Also er hat da gesprochen von den Ritualen bei der Bundeswehr. Und jetzt wissen wir alle, das ist im April, 2010 ist das rausgekommen mit diesen Aufnahmeritualen bei den Gebirgsjägern. Also die müssen, glaube ich, Schweinefleisch essen, was eine sehr große Strafe ist. Das ist riskant. Ja, und müssen sehr viel Alkohol trinken. Er hat das ja selber gemacht. Er war ja bei den Gebirgsjägern, da hat er ja gelernt. Der Guttenberg. Ja, sicher. Ja. Also ich möchte ja gerne auf die George Fuck. Das heißt, wie bewerten... Sie würden gerne... Ich möchte gerne auf die George Fuck. Ich gehe auf diese... Wie heißt sie? George Fuck. Also George Fuck. Ach so, das ist der weltweit gängige Name für die Gorch Fock. Das ist der neue Name für dieses Schiff. Ich gehe zur Segelschule und dann gehe ich da drauf. Segelleute in aller Welt nennen das Schiff so. Ich stelle mich da zur Verfügung. Das ist nicht schlecht. Also es ist ja so, es geht ja immer so, also jetzt dadurch, dass ich jetzt mit einer Frau zusammen bin, denken ja alle, ich habe die Seiten ganz gewechselt. Ich bin auf so einer bisexuellen Sie sind immer noch Insel. beidseitig bespielbar. So ein Schulschiff voller geiler Matrosen wäre es für mich. Muss ich sagen, außerdem... Die würden alle aus dem Mast fallen. Die würden auf meinen Mast fallen. Aber ganz abgesehen davon muss ich ehrlich sagen, ich lebe ja, ich habe immer so ein gespaltenes Verhältnis mit diesen Politikern. Also es wird immer gesagt, mach mal was Anspruchsvolles, mach politisches Kabarett. Ich pflege dann immer zu sagen, Joschka Fischer ist im Krankenhaus, der möchte die Geburt seiner nächsten Frau erleben. Also es hat nicht unbedingt immer alles Anspruch. Und das Problem ist,
Politiker sind ja eigentlich genau solche Menschen wie wir auch. Ich kratze ja immer so gerne an der Oberfläche. Also nur weil sie da jetzt Politik machen, muss das ja nicht unbedingt immer alles wesentlich besser sein. Also das Dschungelcamp hat dann doch oft wesentlich mehr Niveau. Früher sind Politiker, wenn die was sagen wollten, wenn die was verbrochen haben, dann sind die nach Genf gefahren, haben sich in eine Badewanne gelegt. Heute, da gehen die zu Anne Will und quatschen das wieder rein. Ja, da kommen wir schon so allmählich in deine Richtung. So in die Richtung, wo er hingehen muss. Ja, die Badewanne wird wieder aufgestellt. Das finde ich sehr, sehr gut. Wie viel Nähe kann man sich eigentlich leisten als politischer Beobachter, wenn es um Politik geht? Also Sie sind bekennende CDU-Unterstützerin. Ja. Warum? Weil die CDU cool ist? Naja, weil für mich ist es das geringste Übel. Also das, es gibt so ein paar Grundraster, nach denen man gehen kann. Also will man mehr Staat, will man weniger Staat. Ich möchte lieber Leute haben, die mehr für sich selbst verantwortlich sind und weniger nach Hilfe von außen schreien. Das ist sagte der oberste Benediktiner, der neulich hier in der Sendung saß, übrigens auch. Na guck an, dann ist das vielleicht die geistige Verwandtschaft. Ob das in Taten immer so ist, darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber ich finde, es ist einfach mal ein Versuch wert. Ne? Ist doch schön. Christlich, demokratisch, mit Adel. Also wir in Deutschland wieder, wir haben die Du bist jemand, der aus seiner... Wir haben zu Gutenberg, von der Leyen, also Klerus und Adel hat uns wieder schwer im Griff. Deutschland, die Klosterbrauerei in also Europa, weil finde ich gut. Also da geht's doch hin. Aber du hast auch aus deiner Nähe zur SPD beispielsweise nie ein Hehl gemacht. Nö, also ich habe ja auch ein Verhältnis, also nochmal ein Faible für Loser. Das ist so etwas, was mir, also ich wohne in einem stockschwarzen Kaff in Overath, da kann ich mit meinem SPD-Ausweis auf dem Behindertenparkplatz stehen. Das macht schon was aus. Ne? Aber sag mal, ich habe natürlich, sagen wir mal, also bin in der SPD bin ich jetzt seit meinem 16. Lebensjahr. Ich war ja Jugendvertreter, ich komme aus der Gewerkschaftsbewegung. Ich habe da natürlich bei Siemens gelernt, wie Gesellschaft auch funktioniert. Wer ist stark, wer ist schwach, wer hat was zu sagen, wer nicht. Du warst vorher auf der Hauptschule? Ich war vorher auf der Hauptschule, genau, habe dann meine Ausbildung bei Siemens gemacht als Maschinenschloss. Das war und warst in einer durchaus problematischen Gegend da in Bayern unterwegs, so beschreibst du das? Das Problematische, ja, ich habe in so einer Hochhaussiedlung gewohnt. Also sowas, so das Marzahn von Würzburg halt quasi, so die Assi-Ecke. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Da waren auch viele Kakerlaken unterwegs, also deswegen bin ich da. Und ich habe es dann auch geschafft, dann bei Siemens dann zu arbeiten. Das fand ich schon sehr toll. Aber diese politische Arbeit, da ist doch was anderes. Also wenn man das so lernt, das hat mich schon sehr, also dieses Polarisierende, also auch damit, da sind die Arbeiter, die Malochen und da sind dann die Chefs, die immer in den Urlaub fahren und das ist alles so schön schwarz-weiß. Das macht dann schon auch Spaß und dann bist du dann schnell bei der SPD und merkst, du musst halt schon die Gesellschaft verändern von unten und bla bla bla. Das ist mir schon ein bisschen hängen geblieben. Also ich bin nach wie vor eher Sozialdemokrat als eben Christdemokrat, also obwohl bei sich das mittlerweile nichts mehr Hat sich Hans-Werner Olm jemals ganz offiziell politisch engagiert? Ach, ich nehme es, wie es kommt. Irgendwie, ich muss sagen, die ganze Bande geht mir am Arsch vorbei, mehr oder weniger. Ja, warum? Was ich auch sagen muss, nein. Aber ich traue Politikern nicht. Sie belügen uns fertig. Und sie machen da einen Dienst. Mir sind Politiker am liebsten auf Wahlplakaten. Da hängen sie hoch, sind leicht zu entfernen, machen keinen Kram. Ich denke, eine gewisse politische Arbeit in der Kommune zu tätigen, im Kinderheim, in der Familie, da findet Politik statt. Und die große Politik ist so komplex, sich darüber zu erheben oder sich zu äußern. Man liegt immer falsch, denke ich mal. Es sei denn, man macht es dann, dass man sich für eine Partei offenbart und dementsprechend auf die anderen rumhackt. Man hackt ja immer nur auf Köpfe rum und auf Gesichter und so weiter. Das ist mir zu leicht und zu einfach. Von daher würde ich mir nicht anmaßen wollen, jetzt... nicht großartig zu sagen, wie es besser geht, möglicherweise. Ja, wie es besser geht schon. Im Programm versuche ich das ja, aber über einen anderen Weg. Herr Rating, ist das zu viel Inszenierung, die wir da sehen in der Politik? Natürlich ist das inszeniert, aber viele Fehler passieren ja auch spontan in diesem Staatsschauspiel, weil die ihre Rolle nicht gut gelernt haben. Mir geht's ja auch so, meine Politik sollte man selber betreiben. Also man kann sich selber wehren. Zum Beispiel wie jetzt die Leute das in Stuttgart gemacht haben, obwohl ich mir sage, was soll in Stuttgart. Ich finde es gut, wenn da ein Bahnhof ist, der unterirdisch ist, dass man das Kehrwochenelend nicht sehen muss. Und wenn man wenn die Bahn eine Strecke baut, dass man 20 Minuten schneller aus der Stadt raus ist. Aber und dann fragt man sich, warum regen die Leute sich nicht auf, wenn eben mal so übers Wochenende 40 Milliarden für die Hyporil Estate gegeben werden. Da sitzen alle so, ja. Da finde ich, brauchen wir mehr Engagement.
Also wenn auf dem Höhepunkt der Finanzkrise alle gesagt hätten, ich nehme mein Geld von der Bank ab, wie das in England war bei dieser Northern Rock, ja, oder wie das beispielsweise Eric nervös. Cantona, dieser französische Fußballer, jetzt empfohlen hat. Ja, der hat das Leider empfohlen. oder Gott sei Dank ist das Aber Ganze man muss es gescheitert. machen. Aber Man es muss war es der machen. Versuch. Ja. Man muss es machen, weil dann wird es wirklich eng, weil das Versprechen, dass das Geld wirklich da ist, das ist ja, das ist eben nicht so. Und dann, Frau Zink. Ich wollte eigentlich nur da anschließen in dem Sinne und du das. bist doch von der CDU, was Ja, ist dann denn mach da? doch nicht. Also ich bin dagegen, was du sagst, wollte aber nur hinzufügen, dass es wirklich grausam ist in diesem Land, dass hier überdurchschnittlich viele Leute von wirtschaftlichen Dingen gar keine Ahnung haben. Und das tut manchmal weh, weil es ist zu unserem eigenen Schaden. Und das finde ich echt ein Problem. Ja, das ist ja der Punkt. Also wir haben zu viele Leute in Positionen, die angeblich was bestimmen dürfen, die nichts zu sagen haben. Also weil sie es nicht verstehen. Und das ist das Problem. Wir verstehen ja auch alles nicht. Das ist ja das Problem, wenn ich Politik wirklich verstehen würde. Also diese Mechanismen, die will man ja auch gar nicht wissen. Wer da mit wem was unter anderem. Diese Machtlosigkeit, also wenn ich dem was wegnehme, dann knallt es da wieder zusammen. Also das ist ja alles so. Man macht ja so gerne so mal so, man zieht den Kopf ein und sagt, hoffentlich geht das alles an mir vorüber. Aber gleichzeitig sind wir sehr leicht und gerne verführbar. Stichwort Thilo Sarrazin. Also kommt einer, schreibt ein Buch, sehr populistisch, und schon springen alle drauf und sagen, wunderbar, der sagt's mal. Da hat er recht. Ja, doch recht. auch wenn er unter Umständen nicht Puls recht der hat. Zeit, es geht ja auch darum, was uns tatsächlich bewegt. Also in Deutschland wird es nicht anders sein als in Österreich. In Österreich ist es tatsächlich leider Gottes so, dass wir Insel der Seligen von 8 Millionen Einwohnern, wir sind halt sehr klein, mehr als 1 Million Menschen haben, welche unter der Armutsgrenze leben. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Schlimmes. Und ich meine, diese Zahlenrelevanz macht wirklich deutlich, wie schlimm es ganz einfach ist. Und da muss man ganz einfach eingreifen. Und möglicherweise war das auch ausschlaggebend dafür, dass Sarrazin überhaupt auf den Plan getreten ist in Deutschland. Also, Der ist ja auf den Plan getreten, der hat nichts zu tun. Der ist immer erst Finanzsenator gewesen. Der hat ja nicht über die Finanzkrise geschrieben, sondern über Moslems. Der hätte die Moslems eigentlich loben müssen, weil die mit ihrer Scharia zum Beispiel überhaupt keine Zinsen erheben. Also der hätte zum Naja, Beispiel, aber grundsätzlich, nein, da muss natürlich drauf rumgehakt werden und der Moslem ist schuld und er selber hat da Millionen von Geld als Finanzsenator verplempert und wie verfallert. hoch ist die armutsgefährdete Gesellschaft in Deutschland? Würde mich tatsächlich interessieren. Wahrscheinlich 10%, ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit sicher so weniger. 8 Aber bis 10%. gleichzeitig heißt das neue Programm von Arnulf Rating aufwärts. Ja, Es geht aufwärts. Das ist ja das, was uns jeden Tag verkündet wird, dass es aufwärts geht, dass es keine Arbeitslosen mehr gibt. Ich weiß jetzt nicht die Armutrate, aber es sind 22% der Leute in Deutschland insgesamt, die verdienen weniger als 850 € im Monat Geld. Also, und dann sagt man, wir sind auf dem Weg zur Vollbeschäftigung. Also alle haben Arbeit, aber kriegen dafür kein Geld. Ist doch schön. Das, und dann in solchen Momenten kommen natürlich solche Leute wie Sarrazin sehr gut an, weil man sucht immer einen Schuldigen. Das war am Anfang des Jahrhunderts auch so. Da muss man irgendeinen finden, wo man sagen kann, ihr seid alle klasse, aber das ist der Idiot, das ist das Arschloch und da müssen wir aufpassen. Ich warte ja nur noch auf, dass das Buch verfilmt wird. Wird ja jedes Buch verfilmt mittlerweile. und unter anderem, wie man Sarrazin sieht, wie er als der Super Thilo, was weiß ich, da muss ein richtiger Actionreiser werden, wir versucht in der Berliner U-Bahn den Türken das Rauchen abzugewöhnen. Das würde mich interessieren, das finde ich lustig. Naja, der Sarrazin. Aber wenn das, also Deutschland schafft sich ab, das ist ein Titel, also wenn das weltweit rumgeht, da sagen die, Gott sei Dank. Ne, also das ist ja wirklich so, wenn man mal so bedenkt, wir Deutschen waren mal so gefährlich, sagen wir, der Moslem ist schuld, der Moslem bedroht uns, das waren doch wir. Die Älteren wissen das doch noch, ne? Wenn man ins Ausland gefahren und gesagt hat, hörst du nicht, Blitzkrieg, waren die weg. Wenn der Rentner heute fragt, wie breit ist Holland, sagen die 2 Panzerstunden. Also ich wäre mal dem Moslem gegenüber nicht so laut, was Bedrohlichkeit und Gefährlichkeit anbelangt. Sexistisch, Vielweiberei, das ist nicht der Moslem, das ist Kachelmann. Also von daher... Wir reden über Politik. Wir haben hier eine hochkarätige Runde von... Entschuldigung, Frau Zink, auf Sie wollte ich gar nicht kommen. Ja, na, ich wollte gerade noch sagen. Weißt du, warum wir so schlechtes Wetter haben? Weil der Sarrazin nicht mehr im Knast ist, ganz genau. Nein, weil der Kachelmann mit was von Frau Holle hat, ist ihre Rache, die ist jetzt auch sauer. Also das... Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja. War dann Frau Holle auch ein Lause-Medi oder wie? Okay, käme ich aus. Aber apropos Beziehungen zwischen Mann und Frau. Sie haben einen wunderbaren Teil in Ihrem Programm, in dem es um sozusagen die schöne neue Cyberwelt geht. Sind Sie Single?
Ja, auf jeden Fall. Also Warum? was das angeht, schon mal aus grundsätzlichen Erwägungen, weil man das ankreuzen muss, wenn man bei so bestimmten Programmen aufgenommen werden Sind Sie da möchte. so bei Also diesen Elitepartner? die Elitepartner.de, ja. Das Da sind nur sind Sie- Akademiker, Ja, ne? Die logisch. haben auch einen ganzen Tag Zeit. Also Ja. das und die Leute, die Parship mit SCH schreiben, sind nicht dabei. Also das ist ein kleiner Ausgleich da drin. Ich meine, die Leute wundern sich immer, dass man sagt, aber viele Frauen gucken sich Kontaktanzeigen an. Das ist so eine Art Marktanalyse, ja? Also zu gucken, wo man steht, was ist noch, auch verheiratet. Ich meine, das ist normal. Ach so, so als Level, als Level-Check. Marktanalyse. Männer gucken ja auch mehrfach das Tor des Monats. Also das ist... ja, jeder hat so seine Hobbys, muss man einfach mal sagen. Ja. Und Frauen gucken, wo sie stehen. Und Frauen gucken, wo sie stehen. Klar, das haben wir so drin. Das ist aber auch interessant, dass bei diesen ganzen Partnervermittlungsdingen die Männer immer bezahlen müssen, während die Frauen umsonst da rein dürfen. Das ist nicht eine Frechheit. Oder zahlst du das? Woher Ingo, weißt du das? Das ist schon seit der Zum Thema Internet gibt es eine sehr lustige Geschichte, die ich gehört habe von einer guten Bekannten von mir. Man weiß ja, dass im Internet sehr viel gelogen wird und der eine macht sich jünger und der andere macht sich interessanter und Akademiker und was auch immer. Und naja, die beiden haben sich verabredet in irgendeinem Lokal und siehe da, sie trifft auf ihren Vater. Also das ist natürlich etwas, was man nicht sehen will. Nicht? Weil der Vater hat sich statt 70 oder statt 78 als 50-Jähriger ausgegeben. Und ja, sie hat sich eben auch in irgendeiner Weise interessanter gemacht. Und Vater trifft auf Tochter. Das ist natürlich extrem peinlich. Aber sowas kann natürlich dann passieren. Aber naheliegend, weil die kannten sich, die haben offensichtlich im Profil dieselben Interessenbereiche Genau so ist es. eingegeben. Die verstanden sich eventuell. Also wären die nicht verwandt gewesen, wäre es eventuell was geworden. Ne? Da Die ist Welle. Hans-Werner, wie machst du das? Ach, da ist so viel drüber geredet, weil ich habe vor 20 Jahren schon über Männer- und Frauenprogramme gemacht, dass ich langsam gar nicht weiß, was ich erzählen Nein, im soll. Internet meine ich jetzt. Nee, gar nichts. Mich interessiert Internet leider nicht. Überhaupt, ich blogge auch nicht, ich twitter nicht. Ich will meine Ruhe haben. Ich will auch keine... Keine 500 Nein, auch Millionen nicht, Freunde ich will haben. auch keine Freunde mehr haben. Nein, auch nicht. Ich wollte sagen, man muss sich um die ja auch kümmern. Das ist ja immer, du meldest dich nicht oder so. Ich will gar nicht in diesen Konflikt kommen. Wenn man überlegt, dass im Internet diese ganzen Geschichten, zum Beispiel mit dem Freund, dass man selbst, Osama Bin Laden hat 12.000 Freunde. Nein, hab ich gehört. Im Gegensatz zu den anderen postet er aber relativ selten, wo er sich gerade aufhält. Ja, das ist das Interessante irgendwie. Und ich habe damit nichts am Hut. Ich muss sagen, ich stehe auf Frauen, ich schaue den Frauen auch noch hinterher. Ich weiß aber nicht mehr warum. Ich bin raus aus der Also ich bin aus der Nummer raus, Aber wirklich. das finde ich total interessant, weil ich dachte immer, Entschuldigung, ich dachte immer, dass ich bisher die Einzige bin, die weder auf Facebook noch auf Twitter oder sonst wo ist. Und deswegen würde ich Sie ganz gerne fragen, wer von Ihnen ist denn in keiner so einer Community? Frau Lugner, wir sind hier im ZDF, das ist ein anständiger Sender. Einer ist in keiner? Wow. Einer. Wahnsinn. Ich auch nicht. Echt? Ich auch nicht. Beruflich Das ist meine ja unfassbar, Ja, echt. ich Wahnsinn. Ich kann's nicht. Ja, aber ich mache es aus einem anderen Grund nicht, verstehst du? Dein Facebook ist ja so eine Art, wie soll man sagen, virtueller Rummelplatz. Weißt du, gehst du mal rein, denkst du, guckst du mal und so. Und auf einmal, zack, stupst dich da jemand an. Darf ich mal eben das, ich meine, wenn das in echt wäre, ja, da würdest du dich bedanken, wer da alles irgendwen anstupst und so. Und dann schreibt dir jemand, da schreibt dir jemand, ich bin die Geli, wir waren zusammen auf der Schule. Ja. Erinnerst du dich noch? Die Heidi ist tot, die Susi hat Krebs, hast du auch so Ärger mit dem Wechseljahr? Also das... Das ist ja noch informativ. Ich meine, das ist informativ. Aber wenn einer schreibt, nachts um 2 Uhr aus Hamburg schreibt einer, ich kann nicht schlafen. Ja gut, mal mit Pen versuchen und nicht um 2 Uhr rumzutippen. Ja, würde helfen. Was ich immer so schön finde, ist auch diese Unverschämtheit. Wenn du da irgendwie so chattest oder so, wenn die dich dann ansprechen, also die rotzfreche Arschlöcher, der Apfel so ein Wichser, ich den mal sehe. Du weißt ganz genau, so ein kleiner 15-jähriger Bubi, wenn er dir gegenüberstehen würde, würde er sagen, Freund. Ja? Weißt du, so, aber so, überhaupt kein Respekt, keine Distanz. Also ich möchte ja als Mensch wahrgenommen werden und das wirst du im Internet nicht. Und so dieses Respektlose ist etwas, was dir ja auch gar nicht liegt. Nee, das mag ich überhaupt nicht. Kay Ray hat ja sozusagen beide Seiten zur Verfügung. Wer lügt denn mehr? Frauen oder Männer im Internet? Ich glaube, Frauen sind im Internet, nee, Frauen sind da ehrlicher. Nein. Frauen sind ehrlicher? Frauen sind ehrlicher, Das ja. glaub ich Die nicht. Tunden lügen mehr. Okay, jetzt nächste Frage. Wer lügt besser?
Das ist die interessantere Frage. Also das tun die Frauen. Also wenn sie dann, nee, das tun dann doch die Frauen, muss ich sagen. Also ich bin, das ist ja bei mir wirklich immer so ein Hin und Her. Und Kann sich mal nicht entscheiden? Na, nee, also das Ding ist, es sind zwei verschiedene Welten. Die Leute sagen immer, wenn du bisexuell bist, hast du es gut. Nein, nein, du änderst deine Meinung nach ein paar Jahren. Ich hoffe, Da verdoppeln sich die Chancen bei Bisexuellen. Das ist auch nicht unbedingt so. Nee, Aber du sagst mal so oder so, aber nicht das ewige Hin und Her. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt für immer geändert und schwimme mal so ein bisschen rüber. Wo sind Sie jetzt gerade? Also jetzt bin ich gerade bei einer fantastischen Frau, mit der ich, wie gesagt, auch schneller als gedacht ein Kind erwarte. Das wird noch sehr interessant. Dieser Herzlichen Glückwunsch uralte- dazu. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es stellt sich natürlich immer die Frage, warum hat er das getan? Also das ist Fangen wir die Geschichte mal von vorne an. Wie lange waren Sie schwul? Also Moment, ich war immer bisexuell, aber ich habe mich vor 12 Jahren, vor 13 Jahren von meiner Freundin getrennt, bin dann mit einem Mann zusammengezogen, weil ich dachte, das ist alles unkomplizierter. Also Männer sind gerade auf sexuell. Was einfacher? Das war schon einfacher. Aber das macht es zum Problem. Und dann nach 12 Jahren, das wird dann nach 12 Jahren auch irgendwie so eine alte Ehe, wie man die ja gerne hat. Also die Schwulen sagen ja immer, es ist alles anders, aber bei den Homos ist das genau dasselbe. Das wird dann so eine alte Ehe. Und dann wird der Sex natürlich, den kann man sich schneller suchen, so rechts und links. Aber so Männer, wenn die sich gegenüberstehen, so frr, frr, das geht ja ganz schnell. Ja. Und das ist dann auch, irgendwie ist dann so eine Frau doch wieder wärmer und weicher und deshalb bin ich dann zu meiner Wie ist dieses Geräusch nochmal, dass man... Frau. Also das ist bei mir. Das ist so... Und das muss ich sagen, das ist... Die Frau, mit der ich zusammen bin, wir kennen uns 15 Jahre und also obenrum, ja, und wir haben dann eben im August beschlossen, jetzt versuchen wir es mal unten, und das ging dann doch recht schnell und es stellt sich später die Frage, Papa, was war das? Frag Mama, der weiß das. Also Interessant das ist das schön mit dem Schwulsein, weil wenn man sich verbessern kann, sagt man ja heute. Ja. Und die zweite Sache ist die, ich wollte ja auch mal schwul werden. Sie? Aber ich dachte als alter Mau-Mau-Spieler immer, Bube auf Bube, das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Das war das Einzige, was mich davon abgehalten hat. Ja, aber das ist wirklich eine Option. Ich habe das auch jeden Abend auf der Bühne. Sehr gut, sehr gut. Ich sage ja immer, die Jungs haben nur Angst davor, ne, weil sie, es stehen zwar alle auf Analsex, wollen aber selber nicht haben, weil es tut ja weh, aber nur 3-mal. Du musst dich nur entspannen. Ja, aber das ist alles so, also es ist wirklich, wenn man sich mal diese Homophobie bei den Jungs so anguckt, also wie unentspannt, also es fehlt ihnen an Begegnungsstätten, da hätte ich auch gedacht, die Bundeswehr. Ne, also da bin ich ja für eine schwule Bundeswehr. Das wäre ja eigentlich so, dass wenn die alle kuscheln müssten, Das wird auch foltern, saufen, töten, mal ein bisschen kammeln. Nee, also ja. Was wiederum bestätigt, Homosexualität ist das stetige Vorankommen durch hinten Ansetzen des eigenen Vorteils. Also es gab ja mal irgendjemand, der gesagt hat, der Warme lasst die Arbeit ruhen, wir warten auf den Afternoon. Aber ich muss sagen, also ich habe all diese Dinge ja nun erlebt und das ist toll. Also ich kann da wirklich immer mitreden. Das Einzige, wo ich nicht gewesen bin, ist, wo wir vorhin das Thema Kochshows hatten, war diese Kochshow von Biolek, wo ich ja gerne gewesen wäre. Ich hätte ein schwules Huhn gemacht. Da kommt die Füllung hinten rein, sonst wird es eine lesbische Henne. Aber das Tolle ist, in dieser Beziehung, die ich mit meinem Mann hatte, da gab es das eben nicht. Wenn zwei Männer, also ich meine, es gibt ja immer so Schwule, die behaupten, wir fühlen das ist eine ganz normale Ehe. Also bei mir war das nicht so, bei mir war das nachher langweilig. Und was aber interessant ist... Was war langweilig? Es war einfach langweilig, dass man, wenn man in einer schwulen Beziehung lebt und man möchte dann, man hat keinen Sex mehr da, man geht woanders hin, man geht in Darkrooms, man geht in irgendwelche schwulen Kneipen und es geht sofort. Es wird da eben nicht so, wer weiß, wie Das heißt, es war Ihnen zu oberflächlich? Es ist schneller Sex, es ist sehr oberflächlich und es ist auch sehr... Nach kurzem Rein und Raus war es auch mit unserer Liebe aus. Ja, so ungefähr. Also das Tolle ist... Das heißt, Sie haben dann beschlossen, jetzt muss eine Umschwulung stattfinden und haben dann... Nein. Ich wusste ja schon vorher, wie es geht. Also hallo, Bisexualität ist das Wort der Stunde. Bisexualität ist das Wort. Ich wusste ja, wie es geht. Ja. Also so ist es nicht. Aus Sicht der katholischen Kirche war das eine Spontanheilung. Naja. Arnulf Rating ist zu einem sehr frühen Zeitpunkt seiner Karriere genau Frechheiten dieser Art oder eine Frechheit dieser Art zum Verhängnis geworden. Sie mussten sich mal vor Gericht treffen, weil Sie Witze über Jesus gemacht haben. Ja. Was ist da passiert? Da habe ich auch ein Lied drüber. Na, das war, ich glaube, 1980, da war der Papst, damals war das noch nicht unser Deutscher, der war da zu Besuch in Bayern und wir sind
durch Bayern gefahren, damals mit den 3 Tornados, und haben uns gewundert, dass der im Fernsehen ist und wir durften nie ins Fernsehen, weil wir zu frech waren damals. Das war ja noch, da stand noch Polizei vorm Sender. Und da haben wir uns gewundert, der ist im Fernsehen nur, weil vor 2000 Jahren mal ein uneheliches Kind geboren wurde. Und dann haben wir eigentlich die Geschichte zwischen Maria und Josef haben wir erzählt. Auf der Bühne? Auf der Bühne. Also wie Maria abends nach Hause kommt und Josef sagt, dass sie ihre Tage nicht bekommen hat. Und das hat dann... das hat ihnen eine Menge Ärger gebracht. Ja, das hat dann zu einem Prozess, da hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Die fühlten sich in ihrem Glauben verunglimpft und da hat es dann einen Strafprozess gegeben. Wir haben uns aber gewehrt, wir haben dann die Zuständigkeit des Gerichts gerügt, haben gesagt, die, über die geredet werden muss, Maria und Josef sind bereits länger verstorben. Und die einzige Instanz, uns und alle anderen Prozessbeteiligten auch als Zeuge vor Gericht zu laden, ist das jüngste Gericht. Und deswegen haben wir die Vertagung des Verfahrens ans jüngste Gericht beantragt. Ja. Und wie ging das dann aus? Schön. Heute ist die Kirche ja ganz gewandelt. Also ich glaube, das ist auch durch die globale Erwärmung. Der Papst ist jetzt 5 Jahre in Rom. Der denkt schon ganz anders über Kondome nach. Also das ist... dass der Kondome Wie ging denn die Geschichte damals aus? Ja, wir sind erst verurteilt worden wegen Beschimpfung eines religiösen... Wir haben gesagt, das ist Freiheit der Kunst. Ist ja, sonst könnten die Kollegen ja hier auch nicht solche Schweinereien sagen. Das ist ja nur Freiheit der Kunst. Und dann hat man uns gesagt, nein, wir beeinträchtigen die Freiheit des Glaubens von anderen Leuten, obwohl ich das nie gesehen habe. Und dann haben wir gesagt, wir glauben das selber. Also ich habe erzählt dem Gericht, dass ich nachts eine Erscheinung hatte. Und dann habe das meinen Kollegen erzählt und die haben mir natürlich geglaubt. Und dann waren wir eine Glaubensgemeinschaft und dann haben wir... Wir haben dann den Richter gebeten, er soll uns vor den Verfolgungen des Staatsanwaltes schützen, weil wir eine Glaubensgemeinschaft sind. Und letztendlich sind wir damit durchgekommen. Also die haben das zwar nicht so glatt gemacht, aber letztendlich durften wir, ich bin ja frei rum. Das wäre dazu ein harter Bruch. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Bei RTL geht gerade der Dschungel zu Ende. Deshalb die Frage an Christina Mausi-Lugner. Was war härter, der Dschungel oder die Ehe mit Mörtel? Der Vergleich kommt immer wieder, finde ich echt witzig. Wessen Idee war das damals, in den Dschungel zu gehen? Ihre oder die Ihres Gatten? Wir waren damals schon geschieden, das muss ich jetzt einmal dazu sagen. Gut, aber also man tauscht sich ja aus über sowas. Und ich dachte, ich brauche unbedingt eine wirklich neue, grausliche Herausforderung. Okay. Naja, und da tat sich eine neue Moment, weil die Ehe schon eine grausliche Herausforderung war, oder Herausforderung, und da tat sich halt in der Dschungel auf. Ich habe mir die Entscheidung nicht wirklich sehr einfach gemacht. Ich habe ein halbes Jahr darüber nachgedacht und dachte wirklich, ich möchte einmal in meinem Leben an meine physischen wie auch an die psychischen Grenzen gehen. Wir haben auch für unsere Soap, es gibt ja die Soap, die Lugners, bereits seit 1993. Muss man vielleicht erklären, Sie haben sich irgendwann mal dazu entschlossen, sich sozusagen Tag und Nacht im Grunde filmen zu lassen? Nicht Tag und Nacht, aber das mit der gepflegten Verwahrlosung, von der Hans-Werner Olm vorhin gesprochen hat, war in Ihrem Fall dann nicht mehr möglich, weil dieses Kamerateam gekommen ist. Es ist ähnlich wie bei den Osborns, also so wird eben diese Soap auch verfilmt. Und wir haben damals auch angedacht gehabt, das machen wir auch jetzt irgendwann einmal so ein Military Camp. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz gut, vielleicht vorher mal in den Dschungel zu gehen. Das heißt, das, was Sie da heute tragen, ist Camouflage. Das ist schon mal Tarnstoff. Sozusagen, ja. Nein, es wird dann natürlich auch ärgerlich. Ja, gut. Ja. Nein, aber das ist vielleicht möglicherweise, war das eben so mal die Grundschule dazu. Und ich muss wirklich sagen, ich bereue es nicht. Es war für mich wirklich eine ganz tolle Schule und mich bringt wirklich so schnell nichts mehr irgendwie aus der Bewegung. Wir haben hier ein Foto vorliegen. Was sehen wir auf diesem Foto? Ja. Günther Kaufmann und ich in der Badewanne. Da ging es darum, um aus einer Seife innerhalb einer gewissen Zeit, ich weiß nicht mehr die Zeit damals, waren es 3 Minuten, einen Schlüssel rauszuruppeln. Und mit diesem Schlüssel musste man eben die Schatzkiste oder konnte man die Schatzkiste aufsperren. In der Schatzkiste waren, glaube ich, Chips drinnen, ich weiß es nicht. Wir haben uns alle gierig drauf gestürzt. Wie auch immer. Wir wissen alle, wie lange man mit einer Seife auskommt. Die Seife musste geschrubbelt werden und durfte nicht gebrochen werden. Ja, und das war die Seife essen, das machst du nur einmal. Ja, dann machst du Seifenblasen bis nach Österreich von Australien weg. Ja. Wenn man das jetzt sieht, hat man das Gefühl, da wurde noch mal deutlich angezogen in der Dramaturgie. Wenn Sie das jetzt sehen, haben Sie das Gefühl, es ist härter geworden? Es ist sicherlich härter geworden, also allein was ich jetzt gesehen habe, also allein
Regenwürmer da, eine geballte Ladung an lebenden Regenwürmern, die Jay gegessen hat. Also das war, oder wer auch immer die gegessen hat, ich weiß jetzt gar nicht. Das war schon wirklich, Thomas hat die gegessen, also wirklich alle Achtung, Hochachtung. Wie gesagt, proteinreich, nicht Dioxin verseucht, absolut bio und vor allen Dingen Frischware. Aber trotz alledem, ich würde es nicht wollen. Ich habe auch kein einziges Tier dort gegessen, ja, das muss ich auch dazu sagen. Man muss aber auch mal ein Kompliment an die Autoren machen. Also die haben Dirk Bach und an die Gagschreiber ganz fantastische Arbeit, finde ich, ganz großartig. Also die Grenze zum Zynismus irgendwie, die oft angekratzt wird, aber doch eigentlich doch sehr ironisch das Ganze ist und begleitend zu diesem Ganzen, was da passiert. Aber das ist sozusagen diese Entertainment-Ebene, die dann oben auf der Brücke stattfindet und die dann alle sehr lustig finden. Halt aber auch, das funktioniert immer sehr schlecht, weil diese kleine, dicke, lustige Mann mit diesen lustigen Hüten und diesen schönen Sachen. Und dann so jetzt, wenn ich den gleichen Kram erzählen würde wie der, also der ist ja unfassbar bösartig, der ist ja unfassbar gemein. Aber so ein kleiner, dicker Mann, der ist so toll, dann kommt das. Dann kann er das machen. Ja? Gut. Das ist schön. Das macht Quote. Aber wenn wir das jetzt so verfolgen, dann hat man doch das Gefühl, es geht vor allen Dingen auch um diesen psychologischen Kleinkrieg, also zwischen den Gefängnisinsassen oder Lagerinsassen, wie auch immer man das nennen kann. Also man wächst auf jeden Fall an dieser Aufgabe. Ja, aber an sowas wächst man doch nicht mehr. Da besteht doch die Gefahr, dass Menschen daran zerbrechen. Man ist mit Menschen zusammen gesperrt, mit welchen man ansonsten wahrscheinlich gar nicht verkehren würde, mit sozialen Charakteren, mit welchen man sonst nicht in irgendeiner Weise zusammen ist. Sie fliegen jetzt nichts Böses ahnend von Austria nach Australien und treffen dann auf Julia Siegel. Das ist doch hart. Ja, mit ihr habe ich ja auch eine Nacht im Dschungelgefängnis verbracht, da wir einige Substanzen eingeschmuggelt haben. Du willst gar nicht wissen, wo. Also nicht ich, sondern Julia. Eingeschmuggelt haben, die nicht hat die reingeschmuggelt? Ja, verschiedenste Dinge, angefangen von Suppenwürfeln bis, ja, keine Ahnung was. Also mit Suppenwürfeln kann man sich immens beliebt machen im Camp, muss ich auch dazu sagen. Die kriegt die da rein? Sehr sozial. Die hat die da reingeschmuggelt? Die hat die da reingeschmuggelt, ja. Ist egal, wollen wir gar nicht so genau wissen. Wir gehen in ein Kondom. Das ist immer Wir werden, ja. Das heißt, Sie hatten ja da auch so diesen Kleinkrieg. Und das ist ja keine Freundschaft, die dann da im Nachhinein daraus entsteht, dass man sagt, naja gut, okay, war alles nicht so gemeint. Sondern Sie sind sich nach wie vor in liebevoller Abneigung zugetan. Also Freundschaft entsteht hier sicherlich keine. Man versucht ganz einfach in irgendeiner Weise irgendwie auszukommen. Und natürlich, es entsteht ganz einfach aus irgendwelchen sozialen Gegebenheiten, dann entsteht ganz einfach einmal Kleinkrieg. Ob es jetzt darum geht, weil einer plötzlich zum Vegetarier wird, weil eine tatsächliche Vegetarierin oder Veganerin eine Banane bekommt und die andere sie für sich beansprucht oder wie auch immer. Also da geht es wirklich um ganz niedrige Instinkte. Ja, Sie haben sich da um Bananen gestritten. Ja. Sie haben sich unter anderem um ein Zitat gestritten. Julia Siegel soll über Sie gesagt haben, sie könne sie nicht leiden, weil sie, Zitat, die erwachsene Ausgabe von Paris Hilton aus Wien seien. Ja, also ich kenne Paris Hilton persönlich, sie war bei uns zu Gast beim Opernball und ich muss sagen, man kann denken über sie, was man will, ja, aber sie hat immerhin eine Weltmaschinerie in Gang gesetzt. Also sie verdient Kohle, scheffelt Kohle ohne Ende und das allein mit den Namen. Noch so ein schönes Zitat. Ihr Ex-Mann Mörtel Lugner sagte, da hat sie wenigstens die Möglichkeit, ihre neuen Brüste zu zeigen. Warum sagt man sowas? Ja, ich bin mit Richard immer noch in sehr gutem Kontakt, deswegen nein. Also es ist ganz einfach so. Ist es einfach dieser Wiener Humor, dieser Schmäh? Den muss man mögen oder auch nicht. Es ist natürlich auch so, dass unmittelbar nach einer Scheidung, jetzt geht es ja auch wieder, also wir haben auch ein halbes Jahr lang Abstand gebraucht. Schwierig. Wir haben auch ein halbes Jahr lang nicht mitsammen gedreht, mittlerweile drehen wir wieder gemeinsam. Aber es braucht natürlich Zeit, nicht wenn ein Partner verlassen wird. Verstehe ich. Worauf ich nur hinaus will, ist... Man darf nicht vergessen, also was dieser Dschungel ist eine Kapitalisierung von Niedertracht, wie wir sie in der Form noch nicht erlebt haben. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Also das ist schon, also sie wird nicht auf Positives gesetzt, sondern gerade dieses Miesmachen, dieses in der Öffentlichkeit anschwärzen und so. Also das ist ja alles so. So ein bisschen wie Herr der Fliegen. Ah ja, so ganz böse. Das geht aber nur mit dem Druck, mit dem nötigen Druck, den alle haben. Die eine braucht Geld, der andere ist profilsüchtig, der andere ist nicht mehr im Geschäft oder sonst was. Und dass dieses völlig mitleidlos, also diese Masche, auch was ja auch bei Deutschland so läuft, sucht den Superstar eigentlich auch läuft, da machen sich Leute total zum Affen. Eigentlich müsste man mit diesen armen Menschen Mitleid haben, tut man aber nicht, weil sie ja so Größenwahnsinn, die sagen, hey, ich bin Superstar, geil, ne? Und dann sagt man auch, was bist du für ein Depp? Also wie da gelästert wird, die sitzen wirklich völlig hemmungslos vom Fernseher und ziehen über Menschen ab in einer Art und Weise, wie sie es wahrscheinlich sonst nicht tun würden. Profis, die da sind. Das sind letztendlich Profis, das B oder C oder D, keine Ahnung. Ja, nee, aber die Leute, die das inszenieren, Leute, die das inszenieren, die das erfinden. Aber wenn wir jetzt über Castingshows sprechen, dann sind das keine Profis, die da stehen oder sitzen. Das ist richtig klar. Darum geht es nicht. Es geht um diejenigen, die sowas erfinden. Also diejenigen, der Hauptgewinner ist RTL und nicht etwa der Dschungelkönig, sondern die machen da etwas, also die Quoten und
unsere Frau Schäferkort, die kann sich natürlich da jetzt 47% Quote, das ist der Hammer. Was für einen Hollywood-Film müssten sie drehen, um so eine Quote hinzukriegen? Das will gar nicht gehen. Also das ist schon unglaublich. Und diese Produktion ist natürlich sehr teuer. Das darf ist schon verhältnismäßig teuer. Warum wurde letztes Jahr Pause gemacht? Eben weil die Produktion so teuer ist. Und da ist eine Maschinerie dort, die wird aufgeboten, ist ja sensationell. Aber was haben Sie denn, Frau Lugner, hinterher erlebt? Also ich frage mich häufig, wenn ich jetzt zum Beispiel Sarah erlebe, ja, die kann sich doch jetzt nicht mehr irgendwo blicken lassen. Also da bin ich absolut nicht deiner Meinung. Ich bin 100%ig überzeugt davon. Und es gibt ja auch jetzt die Plattform dschungelbooking.de. Da sind alle ehemaligen Dschungelbewohner, Insassen, neue Dschungelbewohner, Insassen eben zu buchen. Und ich kann nur eines sagen, dass allein die Buchungen, die unmittelbar nach dem Dschungel reingekommen sind, also sei es meine Person als Moderatorin oder nur als Anwesenheit, als Gast bei einem Event oder sonst irgendetwas. Was heißt das? Also man ist dann einfach da? Man ist prominent. Ja, man ist einfach trägt eine verträumte Kakerlake im Haar und... Nein. Und kriegt dann Geld dafür? Nein, es gibt diese Dschungelbooking.de-Plattform ist eine ganz neue... Sind Sie mit der verbandelt? Nein, um Gottes Willen. Ja, weil Sie die so häufig erwähnen, deswegen frage ich nach. Nein. Es ist nur so, weil sie ganz neu ist. Die ist vor einer Woche gegründet worden. Und aber der Norweger war bei mir. Was kriegt man denn für nackte, bloße Anwesenheit beispielsweise? Das kommt ganz drauf an. Also es kommt ganz auf den Event an. Das fängt bei 5.000 € an. Und, also ich könnte jetzt sagen, Frau Lugner kommt morgen zu mir auf den Geburtstag. Ja, das fängt da an und hört dort irgendwo auf. Es hängt vom Event ab, es hängt von den anderen anwesenden Personen ab und was eben die Zielsetzung dieser Veranstaltung letztendlich ist. Ja, und Gunter Gabel macht die Musik dann, das wäre dann nicht. Du hast Geburtstag morgen, sag mal. Nein, habe ich nicht. Ich wollte sagen, lebt der noch, aber das sage ich lieber nicht. Ich habe schon einmal von Sascha Gabel eine Klage eingehandelt, eigentlich von Frederik von Anhalt, weil ich das gesagt habe, also das tue ich nicht mehr. Das heißt, die Popularität steigt natürlich erwiesenermaßen, wenn da so viele Menschen zu. Aber ist das sozusagen ein positiver Resonanzboden, den man da schafft, oder ist das etwas, wo man da auch Ressentiments erzeugt? Grundsätzlich dazu sagen, da möchte ich jetzt an dem von Ingo eigentlich anknüpfen. Eines ist natürlich ganz klar, dass ich als Person sehr stark polarisiere. Sarah Kay, oder wie auch immer sie heißt, polarisiert unglaublich stark und ich bin überzeugt Sarah davon. Dingens. Genau, Dingenskirchen. Ich bin überzeugt davon, dass sie sich vor Jobs wahrscheinlich gar nicht mehr retten wird können. Ich bin überzeugt davon. Was ist denn aus den Dschungelstars geworden, die jetzt die letzten 6 Jahre dabei waren? Sag mir irgendwo der dick im Geschäft. Na, Ingrid van Bergen, Desiree Nick. Das sind die beiden Namen, die immer wieder genannt werden. Sehr gut. Also mit Ross Anthony war ich Ross Anthony, der ist im Geschäft. Der ist ja doch. Also es bringt schon, also Prominenz ohne Sinn und Verstand, das ist ja auch viel. Also das nimmt ja auch zu. Das säßen wir ja nicht hier. Lisa Fitz? Lisa Fitz hat einen Background. Lisa Fitz, gutes Stichwort. Lisa Fitz hat ihre Sendung verloren damals, eine Kabarettsendung. Und, zu Recht Ihrer Meinung nach? Ach Gott, mir ist das relativ egal. Also ich bin ja kein Sender und muss nicht Leute rausschmeißen. Aber Sie haben doch eine Haltung zu dem. Es ist natürlich die Frage, eine Dschungelshow, für was will man berühmt sein? Also das Berühmtsein an sich ein Wert ist, das ist doch gar nichts, oder? Das ist anders. Das ist wir erleben ja in unserer Welt doch immer mehr und mehr Beispiele, wo Berühmtsein an sich sehr wohl ein Wert ist, weil man es nämlich in Geld Paris Hilton ist eben als Stichwort schon gefallen. Ja. Also du kannst ja, wie gesagt, eine völlige Nullnummer sein, aber wenn du irgendeinen Namen hast, also wenn die Werbeindustrie darauf anspringt und die für irgendetwas, das schielende Opossum, also ungefähr in dem... Ja. Es geht. Also wie gesagt, kapitalisierbar ist alles, leider. Also wer schlägt Kapital draus, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt? Langhans wird ein Buch schreiben, schätze ich mal, oder nicht? Ein schönes Buch irgendwie. Also Langhans wird kein Hartz-IV-Empfänger mehr sein, nehme ich jetzt einmal an. Nicht, weil ich finde ihn großartig in seiner Distanz zu dem. Oder, ja, ich finde ihn klasse, den Typen, muss ich sagen, Hammer. Das findest du Distanz? Ich habe gedacht, der wäre schon tot. Nein, der sagt die ganze Zeit. Nein, ich finde das toll, weil ich glaube, dass er hinter diesem Ganzen so ein bisschen so seinen eigenen Film abdreht. Und ich glaube auch, dass er der Coolste ist da. Letztendlich, ob das jetzt seinem Alter zuzuschulden ist oder seiner vielleicht angehenden Demenz oder sonst was, ich weiß es nicht. Also ich finde ihn aber am coolsten. Ich muss ehrlich sagen, ich frage mich aber wirklich, das ist ja schon ein Phänomen, dass es heute Leute gibt, denen es ganz wichtig ist, berühmt zu sein. Ja. Aber die Frage ist, wenn du da, also was ich mich immer frage, wenn du da jetzt rauskommst,
Und du bist jetzt berühmt. Du musst dich aber doch irgendwie rechtfertigen für das, was du tust. Oder was, diese Frage, die immer um irgendwelche Personen kreist. Das ist der Satz, der immer kommt, der Satz, der kommt, der immer sagt, das ist der aus dem Fernsehen. Der geht aus dem Fernsehen. Genau. Also das ist, früher wollten die Menschen in den Himmel, Aber heute wollen sie ins Fernsehen. Das ist im Prinzip so eine Art, ich verstehe das nicht. Also das ist für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Diese Frage, die man sich dann auch selber stellen muss. Aber so ehrlich müssen wir auch sagen, wir alle leben ja auch davon, dass man dann eben irgendwann auch eine bestimmte Form von Bekanntheit, Sie doch auch, erreicht. Und dann kommen Leute, um Ihr Programm zu sehen. Das heißt, auch da können Sie das... Ja, aber das ist ja Mittel zum Zweck. Das ist ja Mittel zum Zweck. Aber ja, ist schon klar. Es gibt ja Prominente, wo man sich fragt, warum. Ja, würde gerne Christina Lugner noch mal fragen. Sie haben im Nachgang zu der Sendung dann irgendwann gesagt, genau das, dieses ewige Beobachtetsein, dieses sich auch von Kameras begleiten lassen, dann auch in den eigenen vier Wänden, Dschungel etc. All das hat am Ende dazu geführt, dass meine Familie eigentlich zerstört war. Stimmt, ist das nicht ein zu hoher Preis? Dazu muss ich natürlich sagen, dass ich es so nicht gemacht hätte, wie mein Ex-Partner, eben Richard Lugner, mit welchem ich eben 17 Jahre verheiratet und 18 zusammen war. Das hat irgendwann einmal begonnen, 1993 hat sich dann wirklich aufgeschaukelt. Also es gab wirklich keinen Urlaub und kein Wochenende mehr, in welchen wir unbeobachtet waren. Es waren immer die Kameras rund um uns herum. Und das waren weil er das so wollte oder weil Sie das so wollten? Nein, weil er das so wollte. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass mein Privatleben in keinster Weise öffentliches Thema ist. Also es weiß niemand etwas über meinen Partner. Meine Tochter macht sehr wohl mit in dieser Sendung, weil auch ihr Partner dabei ist, welcher auch unser Management macht. Aber von meinem Partner weiß man nichts, überhaupt nichts. Das heißt, Sie haben einen Partner, aber Sie gehen nicht mehr so öffentlich damit um? Überhaupt nicht, nein. Also er ist bei diesen ganzen öffentlichen medialen Auftritten nicht dabei und das ist auch wirklich gut so. Ich habe wirklich daraus gelernt. Weil es wirklich ihr Leben in einer gewissen Art und Weise zerstört hat. Das Leben wurde in der Weise wirklich ganz einfach zerrüttet. Aber für Richard war es ganz... Es ist immer die Frage, was ist einem wichtig und was ist einem weniger wichtig. Für ihn ist es einfach wirklich wichtig gewesen und ist immer noch wichtig, sich täglich in den Medien wiederzufinden, nämlich jeden Tag, über sich selbst eben zu lesen. Warum? Weil Narzissmus. Ja, jetzt lassen wir die psychologischen Analysen, kann man ja weglassen. Es gibt einfach einen Teil Leute, für die ist es tierisch wichtig, stattzufinden, öffentlich stattzufinden. Und ich finde, der Unterschied ist wirklich, dass er irgendwie in dem Fall nicht damit zufrieden ist, ein berühmter Bauunternehmer zu sein, sondern dass er noch einen draufsetzen muss. Und was Kay eben gesagt hat, unser Eins ist prominent, mehr oder weniger berühmt oder man kennt aus dem Fernsehen oder sonst was, weil man irgendetwas dafür tut, weil man eine wie auch immer geartete Leistung Art abliefert. Leistungsdenken, da haben wir es wieder. Ja, jawohl. Das ist genau der Punkt. Ja. Das ist genau der Punkt. Also, ich empfinde, eine Fernsehsendung immer als, also da bin ich ganz ehrlich, ich bin gerne auf der Bühne, ich kann auf meiner Bühne alles sagen und ich spiele stundenlang und ich empfinde so eine Fernsehsendung da hinzugehen und die mich dann berühmter macht vielleicht, das empfinde ich schon als anstrengend. Das ist für mich wo alle Leute sagen, ja, da gehe ich unbedingt hin, ist das für mich, ist das etwas, also es ist eben nicht meine Bühne. Und Sie hatten doch auch eine Anfrage für den Dschungel. Ja. Haben es nicht gemacht. Sie sollten derjenige sein, der für Ross Anthony da reingeht. Warum haben Sie es nicht gemacht? Weil, ich habe es nicht gemacht, weil mir wurde abgeraten davon auch, weil es wird in deinem ganzen Leben rumgekramt. Es wird ja quasi die ganze Vergangenheit zerrüttet. Das heißt, das ist der eine Grund. Es hätte sich ja hunderte von Sexualpartnern gemeldet, die gesagt haben, ich habe schon mal was mit dem gehabt. Ich hatte ja auch damit gerechnet, dass hier noch jemand sitzt mit einer Papptüte und sagt, der ist überhaupt nicht heterosexuell oder bisexuell. Ich hatte gestern noch was mit dem. Also das Ding ist, kann ja sein, dass er nicht reinkommt. So. Das ist doch Ihr gutes Recht zu tun und zu lassen, was immer Sie wollen. Man hätte alles über mich erfahren. Und das Zweite ist, ich bin, glaube ich, kein guter Teamplayer. Das ist das Zweite. Das, was mich daran gereizt hätte an dieser ganzen Sache, das ist mehr Publikum in mein Theater zu kriegen. Das ist nicht... Das, was bei Desiree Renick ja tatsächlich gelungen ist. Genau. Gleichzeitig sind Sie doch auch ein gutes Beispiel dafür, dass man unter Umständen, wenn man nicht aufpasst und ein bisschen auf sich achtet, einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Sie haben einen hohen Preis bezahlt. Ja, das stimmt. Haben Ihre Gesundheit fast ruiniert. Warum? Das stimmt. Also weil ich mein kleines Heimatstädtchen Osnabrück, wo ich immer so liebevoll sage, es gibt 4 Schwule und 38 verletzte Schafe. Also ich bin da abgehauen, bin nach Hamburg gekommen, in die Großstadt und eigentlich mehr oder weniger unter die Räder gekommen.
Ich habe mich immer selber gesucht. Ich wusste nicht, was mit mir nicht stimmt. Ich bin sowieso ein bisschen zerrissen. Als Bisexueller ist man eben nicht auf der Sonnenseite, die sich alles ausruhen kann, sondern es ist immer ein bisschen zwischen den Welten. Woher das kommt, damit beschäftige ich mich nicht mehr. Das Ding ist nur, auf der Suche nach dem, was man eigentlich möchte, bin ich quasi unter die Räder gekommen. Also man war nur noch für Menschen da im Publikum, man wollte von Menschen geliebt werden. Man hat auch sein Publikum geliebt. Das ist übrigens auch etwas, was sehr interessant ist jetzt. Dadurch, dass ich jetzt eine sehr harmonische Beziehung zu einer Frau habe und Vater werde, habe ich Backstage nicht mehr so viele Leute. Weil früher kamen die alle Backstage, weil ich die ja so lieb hatte. Heute ist das meine Arbeit und da habe ich Backstage. Was haben Sie sich und Ihrer Gesundheit angetan? Oh ja, also natürlich hat man alles weggeraucht, was man so rauchen kann, nicht? Und man hat so ein Fläschchen Wodka. Der Sport bestand damals auch da drin. Schütt den mal zu mit Wodka, dann wird der lustig. Und wie viele Flaschen haben Sie auf dem Höhepunkt Ihres Alkoholkonsums? 1,5 Flaschen konnten das wohl sein. Pro Tag? Von was? Am Abend. Am Abend, also Ja. da ist das Frühstück doch nicht dabei. Das konnte schon passieren. Hat man Ihnen gegeben oder haben Sie selber aktiv? Nee, das sich lief besorgt? über die Bühne. Das lief dann schon über die Bühne. Und das war, also eigenartigerweise war das gehörte zum Sport. Das gehörte einfach irgendwie zum Sport. Man steht auf der Bühne und auch das Publikum geht's aus und dann macht man das. Ist ja auch so lustig. Und Sie haben auch Drogen konsumiert. Auch darüber reden Sie sehr offen. Und, Ja, ich meine, das Thema haben wir ja nur letzte Woche gehabt in dieser Sendung, aber es ist natürlich schon so. Sie meinen Carlo von Tiedemann? Mittlerweile sage ich immer, wo jede Putzfrau guckt, ist es dann ja auch nicht mehr so schick. Aber wenn man drüber nachdenkt, das kann einen schon ziemlich weit bringen. Und mich hat es vor 12 Jahren ins Krankenhaus gebracht. Und, mit welchen Symptomen? Mit 12-Finger-Darmgeschwür und einem halben Magendurchbruch. Wundert man sich, hat dass mich aber Keith Richards geläutert. noch lebt, weißt du? Es hat mich aber geläutert. Also wichtig, eigentlich sage ich immer, wichtig ist ja, was dabei rauskommt. Und das Interessante ist, dass wenn ich anschließend auf der Bühne gearbeitet habe, es gingen für mich anschließend viele Türen auf. Und vorher habe ich die Skandale gemacht. Vorher war ich mein Dschungelcamp. Also ich habe alles Mögliche gemacht, Gläser zerschmissen und Skandale gemacht. Geht's okay, dann geht's rund. Je besoffener der war, je besser war das. Und heute ist es übrigens ganz interessant, wenn ich nehme mir immer noch heraus, heute mal einen Wodka auf der Bühne zu trinken. Dann wird immer gesagt, guck mal, jetzt geht's wieder los. Ich weiß das schon sehr gut einzuschätzen, wann ich was tue. Aber das Interessante ist, dass anschließend ein anderes Selbstverständnis da war. Man kam aus der Klinik und... Aber warum? Weil Sie wirklich auf der Kippe standen? Weil Sie in einer Situation waren, in der es lebensbedrohlich war, in der man Ihnen gesagt hat, wir wissen nicht genau, ob der überhaupt durchkommt? Ja, es war natürlich, genauso ist es gewesen, aber also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt zu meinen Eltern, die waren dann später waren die dann da und seitdem habe ich ein ausgezeichnetes Verhältnis. Sie hatten keinen Kontakt wegen Ihres Coming-Outs? Wegen dieser ganzen Probleme, wegen der Karriere, wegen des Coming-Outs, wegen der Shows, die man machte, denn in Verwandtschaftskreisen wurde ja auch nicht gesagt, bist du Künstler? Wenn man bunt war, man malte sich bunt an. Damals machte ich Travestie-Shows. Da wurde dann gesagt, wie lange machst du denn das da schon, was du da machst? Und das Problem war, ich pflege das heute für mich so zu benennen, dass ich sage, damals war ich der Meinung, wenn ich allen gefalle und alles tue, was die Leute da draußen von mir wollen, dann erlebe ich einen Durchbruch. Ich hatte das nur verwechselt, es war dann ein Magendurchbruch. Ja. Und der hat mich geläutert. Und warum diese äußere Form? So ein bisschen, wir haben Sie auf dem Foto gesehen und irgendjemand in der Redaktion sagte, Mensch, der sieht aus wie der Fuchs von Pinocchio. Warum? Oder wie die Lokomotive von Starlight aus Starlight Express. Warum diese äußere Form, diese extreme Form? Das ist gewachsen. Also ich sehe mich auch nicht unbedingt als Rolle, sondern das, was ich hier auf der Bühne tue, ist quasi aus dem Bauch entstanden. Ich wollte früher Travestiekünstler werden und als ich das war das einfach sowas von langweilig und sowas von eng. Und ich habe dann einfach auf meinen Bauch gehört, wo will ich eigentlich hin? Was kannst du machen? Und ich war die Travestie-Shows, niemand hatte da einen Bart. Also war es interessant, mit einem Kleid auf die Bühne zu gehen und einen Bart zu haben. Und so hat man das quasi, habe ich das immer mehr angepasst, immer mehr auf mich gehört. Das ist ja interessant. Und Sie haben eben angedeutet, dass Sie dann im Grunde geschafft haben, aus dieser sehr krisenhaften Situation etwas Konstruktives, etwas Positives zu machen. Ja. Und davon zehren Sie noch heute? Das heißt, diese gesundheitliche und vermutlich auch psychische Krise, emotionale Krise war wichtig?
um heute ein einigermaßen vernünftiges, unter Anführungszeichen, oder vielleicht sogar bürgerliches Leben zu führen? Ja, natürlich. Das war, also ich gelte ja auf der Bühne auch immer so ein bisschen als extrem. Früher war ich extrem und stand aber irgendwie nicht dahinter. Das heißt, ich habe schon meine Meinung und ich sage sage die Dinge und ich sage die auch gerne sehr, sehr, sehr direkt beim Namen. Aber man traute sich dann immer nicht. Wenn es dann in heutiger Zeit ist das so, stehe ich 100%ig dahinter. Ich habe von niemandem Angst und sage es einfach so, wie es ist. Mhm. Ja, so einfach ist das auch nicht. Ja. Naja, wenn man so Kinder dann mal hat, also wenn man so extrem, ich bin ja nun auch ein extremer Typ teilweise auf der Bühne. Und du musst das dann irgendwann den Kindern verkaufen. Und das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig. Also so eine normale Familiensituation mit so einem extremen Leben, was man als Künstler oft so hat. Also ich weiß nicht, für mich war das ein totaler Schock, als ich Jürgen von der Lippe so kennengelernt habe, der zu mir gesagt hat, ich habe mir nie Kinder zugelegt, weil ich gewusst habe, dass mein Job und Familie überhaupt nicht zusammengeht. Und jetzt hast du Hans-Werner Olm sagt auch, ja. Das ist wirklich, wirklich eine schwierige Geschichte. Ja, aber wenn du an 200 Terminen am Jahr nicht da bist ja nicht zu Hause. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine sehr große Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Nein, es ist nicht die Herausforderung, 200 Termine nicht da zu sein, sondern sich mit der Situation abzufinden, die jetzt entsteht. Nämlich einfach zu sagen, im Juli kommt das Kind, wie plane ich denn jetzt eigentlich weiter? Das ist das Interessante. Genau. Denn ich habe nie in meinem Leben geplant. Ich plane auch meine Shows ja nicht. Ich gehe auf die Bühne. Und, haben Sie es jemals bereut, dass Sie so hart rangegangen sind, dass Sie nicht einfach gesagt haben, ich versuche es gleich von Anfang an auf eine bürgerliche Art und Weise? Nee. Also Sie haben ja nichts ausgelassen. Nee, ich habe nichts ausgelassen. Hast du als Friseur versucht? Ich habe es als Friseur. Okay, ich bin Friseurmeister. Ja. Was ja nichts ausgelassen für einen Homosexuellen. Osnabrück? Also in Osnabrück. Du könntest Bundespräsident werden. Ja, genau. Ach, guck mal. Ja, also für mich ist aber dieser Friseurberuf eigentlich genau das Gleiche gewesen. Ich habe in einem kleinen Salon in Osnabrück gelernt und das Interessante war immer, wenn ich fertig war mit meinen Kunden, denn sie ist mein Chef, hat er gesagt, wenn die runterkommen, dann verschwinde ich immer in der Mixecke. Weil die Frisuren, die ich gemacht habe, waren genauso grenzwertiges Entertainment wie das, was ich auf der Bühne mache. Hast du einen Wolf beschnitten? Nein, den habe ich. Dann sehe der besser aus. Ich muss dir sagen, das ist so. Nein, das ist das Ding. Das war für mich, und ich habe auch das Problem, ich könnte heute genauso in den Friseursalon wieder zurück. Das war genau das Gleiche. Bis auf die Tatsache, dass heute beim Friseur alles anders ist. Nicht? Heute hat man die Haube nicht mehr in diesen Klimazonen, wo immer diese glühenden Porzellanplatten, die man meiner Großmutter auf der Terrasse hängen, weil die Fliegen Könnte knacken man mit drin so einer sterben. Frisur Bundespräsident werden? Das wäre auch mal eine Das wäre Frage. doch mal was, Das wäre es wirklich. Weil Ja. Ich glaube, in Deutschland mittlerweile ja. Mittlerweile ich glaube, wir geht's, sind ein tolerantes Land geworden. Welches Laster pflegen Sie denn noch? Rauchen Sie wenigstens noch? Oh, ja, ich rauche. Deshalb hasse ich rauche wie wild. Deshalb, ich sag mal, den letzten Sommer bin ich durch die Straßencafés gelaufen, habe die Leute angesprochen, rauchen Sie? Und wenn die gesagt haben, nein, habe ich gesagt, gehen Sie bitte rein. Sie haben jahrelang für rauchfreie Räume gekämpft, nutzen die jetzt bitte auch. Das Interessante ist, mittlerweile ist es ja auch so, dass wir in diese gelben Zonen gesperrt werden, nicht auf dem Bahnhof. Früher haben wir verteilt geraucht, heute sitzen wir in diesen gelben Zonen. Und Mütter gehen schon vorbei und sagen, wenn du böse bist, dann musst du auch da rein. Also so, dass die da so hingucken. Und ich sage aber, wir haben auch eigentlich nichts mehr verloren. Wir sind immer noch so Leute, die so durchs Fenster gucken. Früher haben wir geguckt, mal gucken, mit welcher Religion da Menschen eingezogen sind, nicht? Also wessen Gesinnung die sind. Heute gucken wir durchs Fenster, ob jemand raucht. Und so, wo ist denn die nächste Polizeistation? Also die Amerikaner rauchen nicht und wir malen gelbe Zonen. Morgen kacken die Amerikaner auf der Straße, dann malen wir braune Zonen. Also das Ding ist, das verteilt sich auch so. Es verteilt sich auch so. Du stehst am Bahnsteig und dann kommt so ein Nichtraucher vorbei und fängt schon von Weitem an so. Sagst du, Mörder! Ich mach das. Wenn ich demnächst im Restaurant bin und da sitzt ein Übergewichtiger neben mir, kotze ich auf den Teller. Also das ist einfach, ich mach das fertig. Das ist, nee, also ich rauche gerne und das ist für mich sowieso alles eine Fortführung dieses Vegetarismus. Also wenn du früher was Besonderes sein musst, hast du gesagt, ich bin Vegetarier, ich esse nichts mit Gesicht. Eine Sonnenblume hat ein Gesicht. Also meine Schwester sagt mir, ich esse nichts mit Gesicht. Und wenn die zu mir kommt, dann kriegt alles Gesicht. Ich habe so eine Kinderwurst. Was wir begriffen haben in seinem Rauchen,
Oben im Kopf wird geraucht und unten fault das Bein weg. Das verstehe ich nicht. Ja, nun, also das ist so, ich habe, das ist doch, ich begreife das Das überhaupt andere nicht, dass aber das nicht, kann ja so schlimm nicht sein, ne? Nein, eben. Ja, genau. Also du bist ein absoluter Nichtraucher. Ich rauche wie wahnsinnig. Du rauchst, Ja, ja. stimmt ja, wenn wir uns ja vorhin... Ich gehe mal in den Laden Stimmt. und sage zu der Verkäuferin, ich hätte gern 5 Stangen Rewa, soll ich in die einpacken? Nein, ich rauche die gleich hier. Großartig. Also, dann bedanke ich mich für eine schöne Runde. Würden Sie noch mal in den Dschungel gehen, Frau Lugner? Frage Die zum Frage Abschluss. stellt sich natürlich nicht, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe und ich bin stolz auf mich, dass ich es auch durchgehalten habe, 13 Tage lang. Und Sie würden auch empfehlen, anderen Anwesenden, geh mal rein. Absolut. Also den einen oder anderen wird es nicht so Ingo. schlecht tun. Ich würde da sofort reingehen. Ruf mich an. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Ich fand, das war eine launige, wunderbare Runde. Christina Lugner, Arnulf Rating, Ingo Appelt, Hans-Werner Olm, Gay Ray und Anka Zink. Morgen unter anderem bei uns zu Gast Maximilian Schell. Und jetzt warten die Kollegen von heute Nacht. Ach so, sollte ich Ihnen vielleicht noch sagen, Julia Siegel kommt, glaube ich, auch. Ist das ein Problem für Sie? Für mich nicht. Nein, dann bleibt sie in der Sendung. Also in diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit.